It's a relief to see you unharmed. And you as well, Alistair. Or should I say your majesty? No, I wouldn't say that. Not yet, anyway. The Darkspawn that attacked Redcliffe were relatively few in number, I'm afraid. It was assumed the Horde was marching in this direction, but that is not true. Riordan tells us that the bulk of the Horde is in fact heading towards Denerim. They are perhaps 2 days away from the capital. What? Are we sure about that? I mean, if that's true... I ventured close enough to listen in, as it were. I am quite certain. Dann müssen wir sofort aufbrechen. I will give the orders at once, and will notify you the moment we are ready to march. That would be appreciated. Perhaps you and Alistair should meet me before you retire for the evening. There are things we need to speak of. I will have someone show you to your rooms. I suggest you all get some rest while you can. We will need it. You're both here. Good. Please know I assumed you had already been told. Otherwise I would have told you this when you freed me in Denerim. I'm sorry. What is it? What are you apologizing for? Tell me, have you ever wondered why the Grey Wardens are needed to defeat the Darkspawn? Das habe ich mich auch schon gefragt. The Archdemon may be slain, as any other Darkspawn. But should any other than a Grey Warden do the slaying, it will not be enough. The essence of the beast will pass through the taint to the nearest Darkspawn and will be reborn anew in that body. The dragon is thus all but immortal. But if the Archdemon is slain by a Grey Warden, its essence travels into the Grey Warden instead. Und was passiert dann mit dem Grauen Wächter? A Darkspawn is an empty, soulless vessel, but a Grey Warden is not. The essence of the Archdemon is destroyed, and so is the Grey Warden. Meaning... the Grey Warden who kills the Archdemon... dies? Yes. Without the Archdemon, the Blight ends. It is the only way. In Blight's past, when the time came, the eldest of the Grey Wardens would decide which amongst them would take that final blow. If possible, the final blow should be mine to make. I am the eldest, and the taint will not spare me much longer. But if I fail, the deed falls on you. The Blight must be stopped now, or it will destroy all of Ferelden before the rest of the Grey Wardens can assemble. Remember that. But enough. There will be much to do tomorrow, and little enough time to rest before it. I will let you return to your rooms. I will see you once the army is ready to march, then. I guess this ends soon. One way or another. That it does, my friend. That it does. Do not be alarmed. It is only I. I did not come here to speak of sentimental things. I came here to speak with you. I have a plan, you see. A way out. The loop in your hole. I know what happens when the Archdemon dies. I know a Grey Warden must be sacrificed, and that sacrifice could be you. I have come to tell you that this does not need to be. What I propose is this. Lay with me, here tonight, and from our joining, a child will be conceived. The child will bear the taint, and when the Archdemon is slain, its essence will seek the child like a beacon. At this early stage, the child can absorb that essence and not perish. The Archdemon is still destroyed with no Grey Warden dying in the process. Okay, ich stimme zu. A wise decision. Come, my love. Put the thoughts of the ritual aside and let us make this last night together one to remember.
We have gathered all the forces we can. The Darkspawn Horde is sure to reach the capital before us. So we must race to Denerim as quickly as we can. The lives of many thousands hang in the balance. We must not forsake them. You have gathered an army to replace the one lost at Ostagar, Grey Warden. Let us pray that it will be enough. Before us stands the might of the Darkspawn Horde. Gaze upon them now, but fear them not. The man you see beside me is an elf, raised to the ranks of the Grey Wardens. And never a more glorious Grey Warden has there been. He has survived despite the odds, and without him, none of us would be here. Today, we save Denerim. Today, we avenge the death of my brother King Kaelan. But most of all, today, we show the Grey Wardens that we remember and honor their sacrifice. For Ferelden, for the Grey Wardens! You've managed to fight your way to the gates. We're doing better than I hoped. Bloody nug runners. We're outnumbered 3 to 1. What are we to do now, Riordan? You have a plan, I assume? The army will not last long, so we need to move quickly to reach the Archdemon. I suggest taking Alistair and no more than 2 others with you into the city. Anyone you don't bring with you can remain here to prevent more Darkspawn from entering Denerim on our tails. I need to go in separately. If we're together, the Archdemon will sense us before we're ready. We're going to need to reach a high point in the city. I'm thinking the top of Fort Draken might work. The top of... You want to draw the dragon's attention? We have little choice, though I warn you that as soon as we engage the beast, it will call all its generals to help it. I can sense 2 generals in Denerim. You may wish to seek them out before going to Fort Draken. I am sure that if we did slay those generals, it would stop the Darkspawn in the city from doing a lot of harm. It may also waste resources trying to find them. The decision is up to you. Ja. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, wo ich hier bin.
super toll. Ich habe ja ein lustiges Programm, das Ganze nennt sich OBS, und dieses werte OBS hat irgendwie nicht aufgenommen, als ich gesagt habe, hey, nimm mal bitte auf. Und dementsprechend muss ich euch jetzt kurz erzählen, was passiert ist. Nein, ich erkläre euch das an der Stelle jetzt doch nicht, weil ihr am Anfang die englische Version davon gesehen habt. Ich hoffe, das ist eine kleine Entschädigung, natürlich ein bisschen zusammengekattet. Und ja, jetzt geht's wie gewohnt weiter mit dem normalen deutschen Let's Play. Und ja, ich hoffe, ich habe es soweit erklärt. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was da mit OBS los war, warum die Datei irgendwie nicht erstellt wurde. Ich habe ja eigentlich hier gesehen, dass aufgenommen wurde, wurde es aber offensichtlich nicht. Es war ein bisschen kacke. So, gut. Ja. Beziehungsweise, ich hatte sogar 2 Parts aufgenommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt sogar nicht nur ein Part, sondern 2 Parts weg sind. So, das hatte ich letztes Mal auch hier. Genau das, als ich hier war, hatte ich das auch. Warte, da lade ich dann direkt nochmal neu. Ja. Ja, tut mir leid. Kann dir nicht... ich weiß nicht, warum das bei OBS so war. Das war ziemlich kacke, muss ich sagen. So viel verpasst habt ihr jetzt nicht. Es war zwar schon ziemlich storyrelevant, aber ich denke, ich habe es gut genug erklärt. Nochmal kurz Zusammenfassung. Ein grauer Wächter muss sterben und Morrigan hat für uns ein Angebot, mit dem kein grauer Wächter sterben muss. Daraufhin sind wir nach Denerim gereist und haben hier in Denerim den Erzdämon gefunden. Der andere graue Wächter hat sich jetzt auf die Suche nach dem Erzdämon gemacht und wir müssen Generäle ausschalten, damit die Bewohner hier ein wenig besser zurechtkommen. Und ja. Genau. Und wir haben noch mal einmal Beischlaf mit Morrigan vollzogen, um ein Kind zu zeugen, welches dann die Seele des Erzdämonen in sich aufnimmt. Damit wir oder Alistair oder Ridoran, ich nenne ihn einfach Ridoran, auch wenn er glaube ich nicht so heißt, nicht sterben müssen. Ha? Ich hoffe, das war gut genug erklärt jetzt für euch. Ja, sofort. Ah, schon wieder ein Kampf. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Alistair ist verreckt, verdammt. Da ist nämlich dieser Hurlock-General, den wir hier töten müssen. Fluch der Sterblichkeit ist, meine ich, ein ziemlich nerviges Ding. Und zwar, wenn ich ihn jetzt heile... Ja, genau. Heilungen funktionieren dann bei dem Dings nicht mehr. Ja, scheiße. Schaffe ich nicht mehr. Muss ich direkt neu laden. Aha, krass. Als ich letztes Mal hier war, bin ich hier durchmarschiert. In einem Stück, einfach ohne neu zu laden. Das war ziemlich kacke. Auch wenn ich da ein paar Probleme mit der KI hatte. Aber, ja gut. Ich habe mir diesmal auch falsch gefokust. Ich dachte, der Hurlock-General kam erst am Ende. Ich habe nämlich schon ein bisschen weiter gespielt. Sozusagen gespoilert. Tut mir ein bisschen leid dafür jetzt. Aber, na, speichern wir mal. So, gut. Ich gehe natürlich direkt mit Alistair jetzt auf den Hurlock-General. Wo ist der? Da ist er. Und Alistair kommt direkt hinterher auf den Hurlock-General. Dass der hier erstmal weg ist, weil das ist mit Abstand der mächtigste Gegner von allen hier. Sieht man auch an der Schrift. Morrigan ist gerade ziemlich in Bedrängnis. Morrigan wird aber wieder vollgeheilt von der alten Dame hier. Okay, Alistair ist hier schon dran. Shuin versucht sie zu nähern, kommt aber nicht wirklich ran. Weil, ja, der scheiß Oger, den er die ganze Zeit weghält. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. So, ich habe da eine Fähigkeit von ihm wieder gecancelt, das ist ganz gut. Natürlich, natürlich. Morrigan, kannst du den bitte mal kurz betäuben, so? Dankeschön.
krass, warum jetzt... Ach nee, Wiederbelebung brauche ich noch nicht. Krass, das hatte ich ganz vergessen, dass sie das auch kann. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, der Hurlock Alpha scheint... nee, der Hurlock General, wollte ich gerade sagen, ist schon tot. Aber nein, ist der offensichtlich nicht. Ah, tut mir wirklich leid. Vielleicht treibe ich noch die Videosequenz auf. Ach, er hat hier wieder sein komisches Mal der Sterblichkeit. Ja, das ist eine verdammt nervige Sache. Da habe ich mich vorhin bei einer Stelle ziemlich abgefuckt. Das war ein 40-Minuten-Part. Weil dann wollte ich eigentlich zusammen cutten, weil ich habe dreimal an derselben Stelle versagt. Weil das können auch die kleineren Zauberer. Das ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Wiederbelebung setze ich jetzt nicht ein, weil jetzt kommen nur noch schwächere Gegner. So ein Mist hier halt. Kein Problem. Zack. Hier noch ein Hurlock Alpha und das war's dann mit den starken Gegnern. Shui überlegt sich hier noch mit diesem Genlock Alpha an. Zack, haben wir geschafft. Wunderschön. Enthauptet. Wir schauen nochmal, ob hier noch ein paar Wundumschläge irgendwo sind, die man mitnehmen könnte. Ah, das ist natürlich extrem schade. Das hat mit der Aufnahme halt... Also Dorf Redcliffe haben wir von solchen Leuten hier befreit und das Schloss auch. Und dann haben wir im Schloss ein bisschen geredet. Ich schau mal ganz kurz was nach. Und zwar kann ich nicht... Screenshots? Nee. Escape. Spiel speichern. Ja, speichere ich mal hier, falls jetzt nochmal irgendwas passiert. Spiel verlassen. So, das cutte ich zusammen vielleicht auch nicht. Nee, gut. Ja gut, dann haben wir jetzt eine halbe Minute verloren. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwo Videosequenzen abspielen. Dann könnte ich die euch zeigen, aber leider geht das nicht. Weil die Videosequenzen, ja, die waren schon ganz in Ordnung. Na, aber schade. Ich kann hier vielleicht noch irgendwie was... Nee, leider nicht. Tut mir leid. Ich schau mal, ob ich im Internet noch so eine Dings finde. So eine, nee, der Stab von Morrigan ist besser. Vielleicht der Stab von ihr hier. Ob ich die Sequenz nochmal im Internet finde. Wenn ja, dann habt ihr sie gesehen. Wenn nein, dann habt ihr sie wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist natürlich extrem kacke jetzt. Ja. Ja, gut. Bisschen mies gelaufen. Und das war der Speicherstand, mit dem ich am weitesten zurückgehen konnte. Das war natürlich nicht so top. Gut. Aber, Vorteil ist, ja, hier hatte ich dann den Cut vom ersten Part gemacht und dann den zweiten Part begonnen. Vorteil ist, wir sehen die hier jetzt nochmal. Also, wir sehen der Tor nochmal. Das ist kein Vorteil, sondern für euch vielleicht so eine kleine Tröstung, dass nicht alles direkt weg ist.
Weiter, ja, keine Ahnung. Guck mal, weiter Kampftechniken, was weiß ich. Machen wir das hier mal, Krieger. Zweihändig kriegt er hier nochmal den spielen, so. Michael wird auch nochmal hochgeskillt. Konstitution kriegt er auch nochmal, so, zack. So, sie hier, die ist eine Bogenkämpferin. Das war mir nämlich nicht so bewusst. Die ist Schurkin. Das war mir tatsächlich echt nicht bewusst, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, wie ich den Schurken zu skillen habe, deswegen mache ich einfach mal so. Ja. Weil es eine Schurkin ist, machen wir so, zack, zack. Ja. War doch immer Schurke, machen wir jetzt hier voll. Dann hat sie wenigstens ein paar Talente. Weil sie ist auf Bogenkampf spezialisiert. Das ist natürlich toll, nicht wahr? Aber okay. Wir haben keinen Bogen leider. Und jetzt noch der Stan hier als letztes. Der ist auch ein Krieger. So, dann machen wir Rest hier rein. Zack. Ja. Machen wir. Das sind jetzt... Das ist halt alles, ne, nicht mehr ganz so wichtig hier. Weil, ne, das ist das letzte Mal, glaube ich, dass wir mit den Charakteren hier spielen. Ich rüste die noch kurz aus. Er hier kriegt hier seine Axt da, eine bessere. Und hatte, meine ich, auch noch die Stiefel hier waren besser als seine, genau. Er kann leider nichts ausgerüstet bekommen. Einen Moment, die hier gebe ich ihm. Ausrüsten. Die schwarzen zwergischen Stiefel kriegt auch er. Als Waffe bekommt er hier das Sommerschwert, weil er ein Zweihänderkämpfer ist. So, ja, genau. Und sie bekommt das hier. Das hier, die schwache Winterrobe. Dass die 6 Verzauberung gibt? Ne, diese hier gab sie 6 Verteidigung. Gut. So, jetzt sind wir bereit hier für Kämpfen. Speichern wir jetzt hier nochmal schnell. Nehmt euch in Acht! Ja, diesmal nehme ich hoffentlich Schar auf. der dunklen Brut ist aus ihrer Hauptstreitmacht ausgeschert. Sie kommen in eure Richtung. Bald werden sie hier sein. So, da habe ich mich letztes Mal ein bisschen geärgert. Und zwar mit diesem blöden Oger hier, weil der da irgendwo an den Arsch der Welt gelatscht ist. Ja, macht er jetzt auch wieder. Das ist natürlich top. Ach nee, nee, gar nicht. Diesmal, letztes Mal, das war so schön einfach. Da ist er von hier halt hier runtergelatscht. Und dann einfach hier oben auch. So, dass man den gar nicht mehr angreifen konnte. Das war ziemlich angenehm, muss ich sagen. Oh krass, wie groß dieser Stan ist. Weißt du was? Ich begebe mich mal hier hin. So, zack. Der Oger ist tot. Und jetzt kommen nur noch so schwache Gegner, glaube ich. So. Das ging schon deutlich besser als letztes Mal hier. Sie kann die leider eh nicht one-hitten, weil sie keine Waffe hat, keine anständige. Ach doch, kann sie. Ha. Deswegen wollte ich sie hier auswählen. Weil die sind ja... Also das ist keine schwere Mission hier. Das Tor zu verteidigen. Zack. Kommen da noch welche? Ja. Das ist nur halt zeitaufwendig jetzt hier. Ja gut, dann soll das jetzt glaube ich auch fast gewesen sein. Ja, top. Jetzt kann ich hier mit dem Boten reden. Oh, warte. Der Oger noch hier, der hat noch einen starken Wundumschlag für mich, nämlich. Das ist schön. So. Mit dem Boten reden. Soll ich verkünden, dass die Tore gesichert sind? Ja, zumindest vorerst. Sofort. Habe ich letztes Mal auch gemacht, so. Oh. Jetzt noch der Palast.
Ja. So, ja. Das war der gute Junge, der sich allein auf die Suche nach dem Dings gemacht hat, nach dem Erzdämon. Leider ist er jetzt verstorben. Er hatte sich übrigens bereitwillig dazu erklärt, dieses Opfer einzugehen, aber war mir eigentlich fast klar, vor allen Dingen nach dem Angebot von Morrigan, dass er stirbt. So. Und deswegen, ja, gut. Habe ich damit schon gerechnet, auch als ich das erste Mal gesehen hatte. So, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, man kann seine Armee rufen, das habe ich normalerweise nicht so oft eingesetzt, mache ich jetzt aber, damit es schneller geht. Aber ihr müsst mich verstehen, ich mache das hier gerade zum zweiten Mal alles durch. Das ist ein bisschen nervig. So, diesen kleinen Genlock-Alpha mache ich hier unten mal fertig. Ach krass, Chewie ist tot. Verdammt. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass der ja Schaden kriegt. Das war ein bisschen doof jetzt gemacht. Das tut mir leid. Das war ein bisschen kacke jetzt. Morrigan, kannst du ihn heilen? Oh ja, diesmal ist das dieses Feld irgendwo am Arsch der Welt gelandet. Das hat letztes Mal meine Gruppe hier ein bisschen dezimiert. Morrigan hat es zum Beispiel erwischt. Nicht da reinlaufen, Leute. Du greifst den an und du greifst auch den an hier. Beenden wir es. Weil die Dinger machen ziemlich viel Damage hier. Aber warte mal. Nee. Wo ist denn Chewie? Wie immer, ich habe gesiegt. So, Chewie hat sich wiederbelebt oder wurde wiederbelebt. Ist Alistair jetzt durchgerannt. Typisch Alistair, immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe gesiegt. Fluch der Sterblichkeit. Gott sei Dank nicht auf Alistair, das wäre ein bisschen kacke gewesen. Weil jetzt kann ich Alistair nämlich noch heilen. Wen hat er denn den Fluch der Sterblichkeit gemacht? Oh fuck, Morrigan, heil dich doch selbst. So, jetzt wieder hier hoch. Alistair. Warum steht Morrigan jetzt hier eigentlich mittendrin? Das war gar nicht die Absicht von Morrigan. Ist der Oger von da hinten? Ja, der Oger von da hinten ist hierher gelatscht. Okay.
machst du hier unten? Greif den da an, den scheiß Oger. So, gut. Das ist einfach zu leicht. Ja, exakt, das ist tatsächlich ziemlich leicht. Oh Mann, nervt das, dass ich 2 Parts ohne euch quasi drauf hab. Zwergisches Langschwert, aha. Rundumschlag nochmal ein bisschen was. Gut. Oh Mann. Hoffentlich ist das jetzt alles drauf hier. Habt ihr quasi nur einen Part verpasst, so? Ja, ja, doch. Wir treffen auf dunkle Brut. Und der letzte Speicherstand. Ich hätte ja von mir aus nochmal 2-3 Stunden gespielt, wenn ich damit die Dings bekommen hätte. Die 10 für euch quasi. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der letzte Speicherstand, den ich sicherheitstechnisch angelegt hatte, wenn mir das jetzt schon mal passiert ist, den hatte ich bei 12 Stunden und wir sind mittlerweile bei 36 auf diesem Spielstand. Und tut mir leid, das spiele ich nicht nochmal. Vor allen Dingen kann ich mich, glaube ich, nicht nochmal an jede Entscheidung erinnern, die ich da getroffen habe. Ich versuche wie gesagt, die Optionen da nochmal zu finden für euch. Also die Optionen, sage ich schon, die Gespräche nochmal für euch zu finden. Das war es dann aber auch. Oder auch die Zwischensequenz. Weil es tut mir wirklich leid. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. So, den Raum habe ich letztes Mal eigentlich auch noch mitgemacht. Weil ich dachte, der geht schnell. Aber der ging nicht schnell, der Raum danach. Und dann dachte ich cut das zusammen. Aber das hat so lange gedauert. Ja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich an den Raum rangehen muss. Gut. So. Ich hoffe, dass jetzt alles aufgenommen wurde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Trotz des verlorenen Partes. Positiv einen Kommentar nicht vergessen. Kann sein, dass ihr, wie gesagt, diese 10 noch seht. Oder einige davon zumindest. Und tschüss.